Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Wir waren letztes Mal einkaufen und da sind wir natürlich auch an die Fleischtheke gegangen. Und da habe ich aus dem Rinderrücken so schöne Steaks oder wie man in Deutschland sagt Koteletts geschnitten gesehen. Und da habe ich mir auch ein etwas größeres schneiden lassen. Natürlich, weil normal kann jeder. Und dazu mache ich noch so schöne kleine Grillbrote. Und ich würde sagen, wir machen erstmal den Teig für die Grillbrote, denn das Fleisch muss noch mal rein, weil es ist hier sehr warm. Und der Teig muss noch mal gehen, deswegen machen wir jetzt erstmal den Teig. Für das Brot brauchen wir noch einen Teelöffel Trockenhefe, einen Teelöffel Salz oder ich nehme jetzt halt mein Grillgewürzsalz, ihr könnt es nennen, wie ihr möchtet. 400 Gramm Mehl, 200 Milliliter Wasser ungefähr, da müssen wir noch mal gucken. Und das ist nur für nachher zum Auskneten quasi vom Teig. Also ich mache mir nur erstmal einmal eine Kuhle hier rein, wo ich ein bisschen was von dem Wasser reintun. Er sollte relative Zimmertemperatur haben. Also kein kaltes Wasser, denn sonst geht die Hefe nicht auf. Und die Hefe da rein. Und das lassen wir jetzt einmal 2-3 Minuten vorgehen. Und in der Zwischenzeit, so jetzt kann ich endlich mal auf das Fleisch eingehen. Also wie gesagt, die haben meistens so einen Rinderrücken und da schneiden die verschiedene Koteletts oder Steaks heraus. Jetzt ist immer nicht genau zu sagen, was ist das für ein Steak. Also meins sieht aus wie ein T-Bone Steak, fehlt allerdings der Filetanteil. Deswegen gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass das so eine Art Clubsteak ist. Ich weiß es nicht genau. Aber wenn ihr es wisst, wenn ihr Profis seid, schreibt es mal bitte in die Kommentare, denn das würde mich sehr interessieren. Auf jeden Fall ist das halt auch, es ist aus dem hinteren Rücken geschnitten. Und das Fleisch da drin ist quasi das Filet und der Rücken. Ja, Rücken aus dem Rücken. Also der hintere Rücken ist halt das Roastbeef quasi. Also ein Roastbeef-Kotelett kann man es auch nennen. Die Hefe hat sich jetzt relativ aufgelöst. Jetzt tue ich da noch ein bisschen was von Wasser rein. Erstmal noch nicht alles. Ja, Hunde. Und natürlich habe ich den Teelöffel benutzt, aber ist ja nicht so schlimm. Ist ungefähr den Teelöffel Salz noch da rein. Ich mach's mal so. Psst. Ich filme hier. Und daraus machen wir halt jetzt einen Teig. Ihr könnt da jetzt reintun, was ihr möchtet. Das Grillbrot, das ist ja immer so Geschmackssache. Ja. Er wollte mal ein richtiger Hund werden. So, also wie gesagt, ihr könnt da jetzt reintun, was ihr möchtet. Und dann, bis das ein schöner, geschmeidiger Teig ist. Und den lassen wir dann halt noch mal ungefähr eine halbe Stunde gehen. Jetzt hast du mich voll abgelenkt, Simba. Aber da fehlt noch Wasser drin. Trotzdem immer nicht sofort so viel reintun, denn das ist halt, da habt ihr nachher richtige Matsche. Müsst ihr mal gucken, je nach Mehl, je nach Sorte, je nach Marke, alles sind so Faktoren. Der Teig ist soweit gut. Er hat jetzt eine richtig schöne Konsistenz. Wie gesagt, den lassen wir jetzt noch mal ungefähr eine halbe Stunde gehen, plus minus. Ihr müsst halt immer gucken, so das Gleichgewicht mit dem Wasser rausfinden. Also ich habe jetzt zum Beispiel doch mehr als 200 Milliliter gebraucht. Das kommt immer, wie gesagt, auf die Mehlsorte an. Aber im Grunde genommen, das ist Mehl, Wasser, Salz und Hefe. Mehr ist das nicht. Das ist eigentlich ein normales Brotrezept. Und dann könnt ihr mit mehreren Mehlsorten, ihr könnt mit mehreren Mehlsorten experimentieren, ihr könnt mit Körner experimentieren. Oder jetzt hier beim Grillbrot zum Beispiel Oliven, Peperonis, Käse. Bleibt alles euch überlassen. So, und ich gehe den Brotteig jetzt abdecken, ne? Und dann sehen wir uns gleich wieder. Der Teig ist soweit. Ich habe den einfach jetzt so mit einer Tüte zugedeckt. Den können wir jetzt einfach teilen. Ein bisschen Mehl hier einfach auf die Arbeitsplatte. Den Teig da drauf. Dann teilen wir uns den einfach nur in 4 Teile. Da könnt ihr auch so viele machen, wie ihr mögt. Und jetzt nicht ausrollen, sondern einfach nur mit den Fingern hier so ein bisschen auseinander machen.
Und das war's. Und dann gleich einfach auf den Grill. Damit das für mich ein bisschen stressfrei ist, mache ich die jetzt schon drauf und mache die Brote erst. Weil ich kenne mich ja, sonst kommt da wieder irgendwas dazwischen und dann verbrennt entweder das Brot oder das Fleisch. Deswegen mache ich die jetzt erst. Ihr könnt die natürlich auch währenddessen machen oder kurz bevor das Fleisch fertig ist oder irgendwie sowas. Das kann jeder selber entscheiden. So, die kommen jetzt auf den Grill. Ich habe jetzt die Glut direkt da drunter verteilt und hau die jetzt einfach mal so direkt da drüber. Ab und zu mal gucken und wenn die gut von der anderen Seite, also wenn die schön braun sind, dann drehen. Mehr ist das eigentlich nicht. Wir können die jetzt drehen. Wir haben gerade einmal kurz geguckt. Das ist jetzt wirklich, wie lange ist da drauf? 5 Minuten? Ah, nicht mal, ne? Ich tue die jetzt mal ein bisschen indirekter. Aber für das Fleisch gleich ist die Glut gut. So. Jetzt, weil wir Kräuterbutter mögen, einfach nur so ein bisschen Kräuterbutter drauf pinseln. Dadurch, dass sie von der anderen Seite jetzt schon minimal zu lang war, nehmen wir die so jetzt runter, weil so ist das nämlich eigentlich perfekt. Jetzt kommt da von der anderen Seite nochmal Kräuterbutter drauf und dann gehen wir schon ans Fleisch. Jetzt geht's ans Fleisch. Eigentlich ist das gut, aber mir ist die Schwarte hier doch ein Tick viel zu dick. Ich gucke jetzt, dass ich die so in etwa halbiere. Ich habe gerade schon Ärger gekriegt. Aber das ist mir doch ein Tick zu viel. Das ist jetzt auch nicht die Welt, was ich da abschneide. Da ist noch mehr als genug dran. So. Ja, das bleibt dran. Und kommt jetzt auch auf den Grill. Das wird jetzt erstmal auf jeder Seite scharf angegrillt, also von allen Seiten quasi. Und dann drehen wir das gleich auf den Knochen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie lange, weil halt muss man je nach Hitze dann gucken. Wenn sich das Fleisch von alleine löst, können wir das einmal drehen, damit wir, ich weiß nicht, ob ich richtig gedreht habe, damit wir ein schönes Muster noch auf dem Fleisch kriegen. Da war jetzt ungefähr 2 Minuten drauf. Ich wieder in meinem Stress habe vergessen zu salzen. Man kann das auch nachher machen, aber dann kommt der Geschmack nicht so ins Fleisch. Dann hat man das wirklich nur von außen. So, jetzt einmal gucken. Nee, noch nicht ganz. Lässt sich noch nicht ganz lösen. Dann drehen wir das gleich wieder. Bei der Fettseite müsst ihr mal darauf achten, dass das nicht anbrennt. Das sieht gut aus. Jetzt drehe ich das nämlich auf die Knochenseite, denn durch den Knochen kommt am wenigsten Hitze durch. Und verteile mir die Glut jetzt indirekt rundherum, dass da keine direkte Hitze mehr dran kommt. Wir versuchen das Ganze jetzt indirekt quasi ab Punto zu bringen, also Medium, weil alle anderen Stufen sind mir jetzt persönlich, passen mir jetzt nicht ganz so. Ich schätze mal, dass das so 25 Minuten dauert. Jetzt geht meine Uhr gerade nicht, oder ist zu hell? Ja, ist zu hell. Aber wir haben auch ein Thermometer, nur ich behalte lieber die Uhrzeit im Auge, falls das mal den Geist aufgibt. Ich kenne ja mein Glück. Auf jeden Fall machen wir das jetzt schön medium, weil alles andere ist mir dann echt zu roh oder zu durch. Ich habe mich jetzt mal auf das Grillthermometer verlassen. Jetzt sind knapp 40 Minuten später und 58 Grad haben wir. Deswegen nehmen wir das jetzt runter. Oh,
da liegt mir was im Weg. So. Sieht gut aus. Ich versuche es jetzt erstmal hier vom Knochen zu trennen. Es ist blöd, wenn man sich hier noch nicht richtig bewegen kann, weil der Hund da liegt. Das sieht doch schon mal gut aus. Können wir jetzt nämlich schön hier anschneiden. Ich hatte ja gerade im Nachhinein gewürzt. Das mache ich eigentlich gerade bei solchen Stücken gerne vorher. Habe es natürlich wieder vergessen. Aber ist ja halb so wild. Aber jetzt guckt euch das mal an. Wie toll das aussieht. So, ich würze das aber jetzt auch noch mal ein bisschen. Zum einen hier so ein bisschen Salz auf die einzelnen Stücke. Der Rest machen wir gleich auf den Teller. Und den mache ich auch immer nicht vor dem Grillen drauf, damit der nicht verbrennt. Den Pfeffer. Jetzt kommt mein Part. Das probieren. Ich nehme mir direkt mal hier das schönste Stück. Nur das Fett muss ich nicht haben. Da freut sich mein Mann dann immer. Genial. Hoho. Ich weiß schon, wieso die Leute das Fleisch so feiern. Meine Güte, ist das lecker. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen. Es schmeckt richtig gut, richtig schön saftig, aber auch nicht zu roh. Es ist halt immer nur so der Fleischsaft. Aber da sieht man halt, dass das nicht roh, nicht zu durch ist. Ich nehme jetzt noch mal so ein kleines Stück von dem Brot. Das ist jetzt mittlerweile kalt. Schmeckt schon gut, aber Trick 17. Im Fleischsaft tunken. Allein diese Kombination von Kräuterbutter und dem Fleischsaft, boah, das ist irre. Ihr könnt jetzt auch noch regulär Kräuterbutter mit aufs Fleisch machen, dann müsst ihr halt gucken. Mache ich wahrscheinlich gleich drin auch noch. Wahnsinn. Mein Gott. Du bist echt im Weg. Ich weiß nicht, was ich euch jetzt sonst noch erzählen soll. Ich habe immer keine Lust, euch unnötig voll zu quatschen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, drückt auf die Glocke, damit ihr keins meiner Videos verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ich muss nämlich jetzt essen. Eine Sache habe ich noch vergessen. Das hat jetzt bei uns umgerechnet das komplette Stück 7,20 € gekostet. Wollte ich noch, dass ihr das wisst. Weil hier sind ja andere Preise als in Deutschland. Oh, sieht das geil aus. Ach, ich habe vergessen zu salzen. Fuck. Simba, du störst.